Und wer kümmert sich später um dich, wenn du keine Kinder hast? Wenn dieser Satz fällt, meistens zwischen Hauptgang und Nachtisch oder beim Smalltalk an Silvester, weiß ich, das Gespräch ist gelaufen. Dann bin ich für mein Gegenüber kein Mensch mehr mit Träumen und Erfolgen, sondern einfach nur noch ein Sanierungsfall. Und das Schlimme ist, man wird damit ständig konfrontiert. Von der Familie, von Bekannten oder von jedem, der meint, mein Leben besser planen zu können als ich selbst. Aber warum triggert unser Lebensentwurf andere so massiv, dass wir mit Mitleid überschüttet werden? Brauchen wir das? Ich bin der Meinung, nein. In Deutschland hat mittlerweile jede fünfte Frau über 40 keine Kinder. Statistisch gesehen sind wir also völlig normal, nur gesellschaftlich fühlt es sich manchmal so an, als hätte man die wichtigste Hausaufgabe im Leben vergessen. Sobald du sagst, ich habe keine Kinder, geht bei vielen der Scanner an. Entweder bist du zu egoistisch oder karrierefixiert, hast irgendwelche Beziehungsprobleme, Anpassungsschwierigkeiten, man wird sofort abgestempelt. Es fühlt sich manchmal so an, als würde man uns ein Stück weit unsere eigene Realität nehmen. Und an diesem Punkt fängt es langsam an zu nerven, aber so richtig. Warum aber kommen diese mitleidigen Blicke? Ich bin der Meinung, das sind tief sitzende Normen. Über Jahrzehnte hat man einfach Kinder bekommen. Das war gang und gäbe. Also Mutterschaft wurde ja gleichgesetzt mit Sinn und Status. Wer damals Kinder bekommen hat und dafür viel aufgeben musste, zum Beispiel eigene Identität, Freiheit, Geld, muss kinderlose Frauen einfach hinterfragen. Wenn jemand ohne Kinder glücklich und frei wirkt, das ist ja schon fast eine Art Provokation. Also ehrlich, wie kann eine kinderlose Frau glücklich sein? Das geht ja gar nicht. Sie verpasst ja die Hälfte. Und ich glaube, dass Mitleid dann der eigene Schutzmechanismus ist. Zum Glück bin ich da nicht so einsam wie sie später. Ne? Sie wird ja sehen, was sie davon hat. Ich denke ja. Oder auch die Frage, wer kümmert sich dann später um dich? Was ist denn nun egoistischer? Oder ist es nicht vielleicht egoistischer, ein Kind in die Welt zu setzen, nur damit man später eine eingebaute Pflegekraft hat? Eine Altersfürsorge und vor allem sind Kinder keine Garantie. Es gibt viele Kinder, die brechen mit ihren Eltern, die wandern aus und irgendwie woanders oder wie auch immer führen ihr eigenes Leben. Wir bauen uns Netzwerke auf. Zum Beispiel durch Wahlfamilien, Freundschaften und warum sind die nicht genauso viel wert? Ich wurde mit diesem Thema schon sehr krass konfrontiert. Einmal habe ich mich damit auseinandergesetzt, aber auch Fremde, Bekannte, ja, es gibt immer Leute, die interessieren sich dafür. Ich bin schon so oft im Supermarkt von Bekannten angesprochen worden und das ist ohne Witz wirklich die Wahrheit. Dann stehe ich mit Brot und Marmelade an der Kasse und dann kommt ein Bekannter, tippt mich an. Hey, ich habe gehört, dein Bruder hat jetzt ein Kind, ne? Und? Kommt bei dir auch was oder wie sieht's bei dir aus? Es ist Privatsache, finde ich. Es ist meine Gebärmutter, es ist meine Entscheidung. Ich habe in einem Video mal gesagt, dass bei mir die Tür halb auf ist. Ne? Ich schaue rein und dann schaue ich wieder raus. Mittlerweile würde ich sagen, ich schaue eher raus und das ist auch in Ordnung. Seitdem meine Nichte da ist, hat sich bei mir doch viel verändert. Ich liebe meine Nichte ist 4. Manchmal habe ich mich dann auch gefragt, möchte ich das? Könnte ich eine gute Mutter sein und vor allem möchte ich eine Mutter sein? Ich habe schon sehr oft gehört, dass ein Kind zu bekommen das Schönste auf der Welt ist. Eine Frau, die gebärt, es gibt kein schöneres Gefühl. Und ich glaube, dass deswegen auch dieser Druck im Kopf ist, denn wir wollen das Gefühl auch haben. Aber was soll man machen? Will man wirklich nur das Gefühl hinterherjagen oder will man wirklich Mutter sein? Was mich am meisten daran stört, dass diese Fragen völlig normal sind. Hast du keine Kinder? Willst du keine Kinder? Was ist denn bei dir los? Und kommt da noch was? Niemand würde Eltern ungefragt fragen, und hast du keine Angst, dass deine Kinder später dich nicht besuchen kommen oder dass sie mit dir brechen oder so? Niemand. Aber bei kinderlosen Frauen gibt es immer so eine gewisse Distanzlosigkeit. Ach, da kann man das ja mal fragen, ne? Das ist ja völlig normal. Es wird uns eingeredet, dass unser Leben ja sonst unvollständig ist und dass wir irgendwann die Quittung dafür bezahlen. Aber die Quittung ist viel teurer für ein fremdbestimmtes Leben als für ein kinderloses
sorry, not sorry. Das ist auch kein Hate gegen Kinder. Ich mag Kinder. Ich war Kinderanimateurin, ne? Also Leute, ich war mit 50 Kindern im Miniclub. Wenn du Kinder haben möchtest, go for it. Ich drücke dir die Daumen und ich glaube auch wirklich, das ist das Schönste, mit das Schönste, was dir passieren kann. Und wenn du keine Kinder haben willst, ja gut, halb so schlimm. Schreib mir sehr gerne deine Gedanken zu diesem Thema in die Kommentare oder welcher Satz dich immer noch sprachlos macht. Bei mir ist es wirklich der Satz: Wer kümmert sich dann später um dich? Das ist wie ein Vertrag. Also ehrlich so, ne? Rente. Na, wer kümmert sich denn später um deine Rente? Ja, okay. Und das war's. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.